Also, ich hatte gerade so einen Gedanken. Ich habe heute Morgen durch meinen Kalender gescrollt und mein Kalender hat mehr Termine als ich Gefühle. Kommt dir bekannt vor? Alles ist durchgetaktet, arbeiten, einkaufen, Verantwortung, vielleicht noch Sport, wenn man funktionieren möchte. Und irgendwo dazwischen steht dann so ein Satz wie kreativ sein, als wäre das auch ein To-Do. Und ich habe gemerkt, vielleicht ist genau das Problem. Vielleicht brauchen wir keine 2 Stunden Atelierzeit. Vielleicht brauchen wir 5 Minuten Chaos. Trotziges Chaos. Was hast du da in der Nase? Komm, wir gehen weiter. Gonzo findet hier irgendwie gerade was unfassbar spannend. Er lebt einfach komplett im Chaos. Und ich beneide ihn ein bisschen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die Ordnung vergöttert. Struktur, Planung, Optimierung. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich habe auch einen Bürojob. Ich liebe Listen, ich liebe es, Dinge abzuhaken. Aber ich merke auch, wenn mein Leben nur aus Abhaken besteht, verschwinde ich darin ein bisschen. Und Chaos ist das Gegenmittel. Nicht das zerstörerische Chaos. Nicht mein Leben brennt Chaos, sondern 5 Minuten unproduktives, unvernünftiges, leicht trotziges Tun. Ohne Ziel, ohne Ergebnis und ohne Social-Media-Posts danach. Ich glaube, viele kluge, müde, kreative Menschen und vielleicht vor allem Frauen denken, wenn ich male, dann richtig. Wenn ich anfange, dann mit Konzept. Wenn ich Zeit habe, dann baue ich mir ein Atelier. Ich übrigens auch. Ich habe kein Atelier. Noch nicht. Ich habe mehrere kleine Chaosecken in meiner Wohnung. Eine Kiste mit Farben unter dem Bett, ein Skizzenbuch in der Küchenschublade, ein paar Pinsel, die eigentlich in einer Vase stehen, aber nicht dekorativ sind, sondern eher ungeduldig. Und ja, ich träume davon, irgendwann ein Atelier zu haben. Große Fenster, Licht, Farbe auf dem Boden. Aber ganz ehrlich, wenn ich warte, bis dieses Atelier da ist, dann warte ich vielleicht mein ganzes Leben. Was ich stattdessen habe, sind 5 Minuten. Und ich habe irgendwann angefangen zu verstehen, auch durch viel Lesen über Kreativität und Gehirn und mentale Gesundheit, dass diese 5 Minuten nicht lächerlich sind. Kreativität reguliert Stress. Das ist kein Pinterest-Spruch. Wenn du malst, kritzelst, singst, tanzt, ohne Ziel, dann passiert in deinem Nervensystem etwas. Du gehst aus diesem Dauer-Ich-muss-funktionieren-Modus raus. Unstrukturiertes Tun aktiviert andere Gehirnareale. Nicht die, die planen und bewerten, sondern die, die spielen, die verknüpfen, die fühlen. Und wir sind oft chronisch in den falschen Arealen unterwegs. Ich stelle mir manchmal vor, mein Gehirn sitzt den ganzen Tag im Business-Meeting. Und diese 5 Minuten Chaos sind wie, so, jetzt barfuß über die Wiese rennen. Kein Protokoll, kein Ergebnis, nur Lebendigkeit. Was ich auch spannend finde, Identität entsteht nicht durch große Entscheidungen, nicht durch ab heute bin ich Künstlerin, nicht durch ich kündige meinen Job und male nur noch. Identität entsteht durch Wiederholung, durch kleine, unspektakuläre Handlungen, die du immer wieder machst. Wenn du jeden Tag 5 Minuten Farbe anfasst, bist du jemand, der malt. Wenn du jeden Tag 5 Minuten schreibst, bist du jemand, der schreibt. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und das ist gleichzeitig unspektakulär und radikal. Ich glaube, wir haben Angst vor Chaos, weil Chaos sich sinnlos anfühlt, unproduktiv, fast ein bisschen kindisch. Aber vielleicht ist genau das der Punkt. Viele von uns waren mal dieses leicht naive, rebellische, glückliche Kind, das einfach drauf losgemalt hat.
ohne Konzept und ohne Selbstoptimierung. Und irgendwo zwischen Steuererklärung und Teammeeting haben wir beschlossen, das bringt ja nichts. Trotziges Chaos bringt vielleicht nichts Messbares, aber es bringt dich zurück. Manchmal sitze ich abends in meiner Küche, alle Aufgaben erledigt, müde, und dann nehme ich mir trotzdem für 5 Minuten einen Stift oder das iPad. Ich male nichts Schönes, ich male Linien, Kreise, ich verschmiere Farbe und mein Kopf wird leiser. Nicht, weil mein Leben plötzlich anders ist, sondern weil ich für einen Moment nicht funktioniere. Ich bin einfach. Und ich glaube, gerade für mentale Gesundheit sind diese Mini-Rebellionen so unterschätzt. Wir denken immer, wir brauchen den großen Reset, den Urlaub, den Neuanfang, das Atelier. Aber dein Nervensystem reagiert auf kleine Signale, auf Wiederholung, auf Sicherheit. 5 Minuten am Tag sind ein Signal an dich selbst. Ich bin nicht nur zuständig, ich bin auch lebendig. Komm weiter. Gonzo findet übrigens, ich sollte weniger reden und mehr schnüffeln. Vielleicht hat er recht. Tiere leben komplett im kreativen Chaos. Kein Tier denkt, ich sollte strukturierter schnüffeln. Was wäre, wenn du heute 5 Minuten trotzig wärst? Nicht effizient, nicht vernünftig. Vielleicht malst du mit deiner nicht dominanten Hand. Vielleicht tanzt du wild in der Küche zu einem Lied, das du früher geliebt hast. Vielleicht schreibst du einen Satz, der nirgendwo hinführt. Mach etwas, das keinen Zweck erfüllt. Das ist deine Mini-Rebellion. Und nein, das wird nicht sofort dein Leben verändern. Aber es verändert dich minimal. Komm, hier lang. Und wenn Identität durch Wiederholung entsteht, dann reichen viele kleine chaotische Momente, um dich langsam wieder zu dem Menschen zu machen, der du vielleicht mal warst. Oder zu dem, der du werden willst. Vielleicht ohne Atelier, aber mit Farbflecken an den Fingern. Ich wünsche mir dieses Atelier wirklich. Und vielleicht kommt es irgendwann. Aber bis dahin weigere ich mich zu warten. Ich nehme meine 5 Minuten hier zwischen Arbeit und Abwasch, zwischen Hundespaziergang und Alltag. Kleine Akte von Freiheit zählen nämlich. Und vielleicht ist Chaos gar nicht das Gegenteil von Ordnung, sondern das Gegenteil von innerem Verschwinden. Wenn du das Gefühl hast, du hast deinen inneren Künstler verloren, vielleicht ist er nicht weg. Vielleicht ist er nur sehr gut erzogen, sehr angepasst, sehr effizient geworden. Und vielleicht braucht er keine 3 Stunden, sondern 5 Minuten trotziges Chaos. Probier's aus. Heute. Nicht perfekt, nicht groß, nur 5 Minuten und schau, was passiert. Und deswegen gilt auch für heute, mach's dir nicht zu schwer. Eine kleine kreative Mini-Rebellion reicht völlig. Wer hätte gedacht, dass ein Handy so schwer sein kann? Gonzo, wollen wir weitergehen? Ja, gell? So, bevor mir jetzt der Arm abbricht, gehen wir noch ein Stück.